Wir sind wieder auf Deutschland-Tour und jetzt an der Mosel. Und da fahren wir jetzt einen Campingplatz an, den möchte ich euch vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Wo liegt dieser Campingplatz Moselwunder? Etwa 10 Kilometer entfernt von Cochem. Wir sind auf der Reise Richtung Süden und nutzen diesen Platz hier oder wollen diesen Platz jetzt nutzen als Etappenplatz für 2 Nächte. Wir haben nicht reserviert. Wir haben Anfang August und ein super Wetter und müssen mal versuchen, ob wir jetzt hier einen Platz bekommen. Hier auf der linken Seite kommt jetzt die Zufahrt. Es ist Mittagszeit und ich hatte im Stellplatzführer bzw. in der App gelesen, dass hier Mittagspause ist, also glaube ich bis 14:30 Uhr ist die Rezeption nicht besetzt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Ich hatte aber auch gelesen, dass es hier Stellplätze gibt auf diesem Campingplatz und die würden uns, so einer würde uns reichen. Müssen wir mal sehen, was wir da hier finden. Wir haben uns dann so ein bisschen durchgefragt, haben andere Camper befragt. Die haben uns dann darauf hingewiesen, dass hier auf der rechten Seite des Campingplatzes einige Stellplätze gibt und die fahren wir jetzt mal an. Hier auf der rechten Seite sieht man jetzt die Stellplätze. Wir fahren so weit wie möglich nach vorne. Und hier gibt es noch eine freie Fläche und die wollen wir nutzen. Wir hatten vorher andere Camper gefragt, ob das reserviert sein könnte hier. Nein, das wird nicht der Fall sein. Wir könnten uns hier ohne weiteres hinstellen. Aber manchmal kommt es anders, als man denkt. Der Inhaber hier von dem Campingplatz hat uns erkannt und ist mit dem Fahrrad gleich hinterhergefahren und hat uns jetzt einen anderen Platz angeboten, direkt an der Mosel, der zufälligerweise kurzfristig frei geworden ist. Ja, dann wurde gewendet und der Chef vom Platz ist mit dem Fahrrad vor mir hergefahren und hat mir den Weg gezeigt zum Platz. Das habe ich später erfahren, das wird hier immer so gemacht, dass die Gäste hier an den Platz geführt werden, um das schneller und einfacher zu finden. Ob das immer so bleibt, das weiß man nicht, aber im Moment ist es so. Ich kann mich erinnern, ich bin mit meinen Eltern und mit einem Zelt schon vor ca. 60 Jahren hier gewesen. Ich würde sagen, nicht circa, vielleicht sogar genau vor 60 Jahren. Damals haben wir hier auch mit dem Zelt direkt an der Mosel gestanden. Damals sah es natürlich noch etwas anders hier aus. Überwiegend standen hier Zelte, vielleicht hin und wieder auch mal ein Wohnwagen, aber überwiegend waren es damals Zelte. Ja, jetzt werde ich hier genau eingewiesen vom Chef und diese Parzelle hier direkt an der Mosel dürfen wir einnehmen. Ja, habe ich schon vor 60 Jahren gemacht. Ja, siehst du. Ja. Und die ist warm. Hier, die Kinder, die sind begeistert. Ja, schön. Der Chef hier heißt Dirk vom Platz. Er kennt unseren YouTube-Kanal, kennt unsere Videos und hat sich natürlich gefreut, dass wir hier auf seinem Platz erschienen sind. Auch das hat mir der Dirk erzählt. Auch dieser Campingplatz war hart betroffen vom Hochwasser im Frühjahr, im Mai. Man hatte sich schon gut vorbereitet auf die Saison jetzt im Sommer und dann kam das Hochwasser und hat vieles wieder kaputt gemacht. So hatten sie ein hartes Frühjahr und sind jetzt froh, dass der Campingplatz so gut besucht ist. Jetzt hören wir mal rein, was der Dirk über seinen Platz zu berichten hat. Vor mir steht der Inhaber des Campingplatz Moselwunder und ja, der soll uns ein bisschen was hier sagen zu seinem Platz. Stell dich jetzt mal kurz vor. Ja, ich bin der Dirk, ich komme von Niedersachsen und ich war vorher Landwirt und wir haben unser Leben mal verändert. Richtig. Und du hast diesen Campingplatz jetzt übernommen oder gekauft? Also wir haben den gekauft letztes Jahr im März, aber wir sind schon 21 angefangen umzubauen im Dezember. Richtig. Du hast hier einiges gemacht, den Platz erneuert, umgebaut. Und bist aber auch noch weiterhin dabei. Ja, genau. Wir haben die Toiletten und Duschen umgebaut von den Damen, die Duschen bei den Männern. Die Kneipe haben wir ein bisschen umgebaut und die Parkanlage haben wir ein bisschen verändert. Ja, du hast bisher einen Campingplatz, aber du hast auch Stellplätze für Wohnmobile. Genau, wir haben 30 Stellplätze für Wohnmobile.
wo man dann einen Tag oder länger bleiben kann. Ja, das ist auch im Verhältnis zu, ja, für einen Campingplatz preiswert, habe ich es gelesen. 15 Euro, ist das richtig? Genau, das kostet 15 Euro und da ist alles drin. Entsorgung, Versorgung, Dusche, Toilette und Schwimmbad. Ja. Wie viele Plätze hast du insgesamt? Das sind gut 300 Plätze. Ja. Und du hast aber nicht das ganze Jahr geöffnet. Nee, wir fangen am 15. März an und am 30. Oktober müssen wir aufhören wegen Hochwassergefahr. Ja, okay. Ja, der Platz teilt sich so ein bisschen auf. Du hast auch Saisoncamper. Ja, wir haben Camper, die sind hier schon 30 Jahre und die fühlen sich hier pudelwohl. Ja, aber auch einen großen Teil an Durchgangscampern, die jetzt im Sommer hier in Urlaub verbringen oder auch nur mal kurz Station machen. Ja, genau. Wir haben Familien, die so mal eine Woche oder 2 Wochen bleiben. Wir haben Skandinaven, die bleiben hier 2 Tage und fahren weiter nach Italien. Das ist so, wie jeder will. Ja, genau. Du hast ja auch eine Internetseite. Und wenn ich das richtig gesehen habe, kann man auch online reservieren bei dir. Ja, wir haben das dieses Jahr neu gemacht. Wir haben eine Internetseite. Da kann man unter Buchen drücken, dann unter Verfügbarkeit genau das Datum eingeben, wann man kommen will, wann man weggehen will. Und dann kann man ganz bequem zu Hause 24 Stunden lang sich einen Platz aussuchen. Und genau den Platz bekommt man dann auch. Ja, okay. Das heißt also, man muss nicht vorher anrufen, sondern man kann einfach so online reservieren. Ja, genau. Und das wird sehr gut angenommen. Ja, okay. Das ändert sich ja auch von Stunde zu Stunde. Fährt mal einer überraschend weg, so werden dann auch schnell mal wieder Plätze frei. Ja, genau. Oder welche werden krank. Ja, und dann nehmen wir die wieder raus. Ja, okay. Ja, erstmal soweit. Danke, Dirk, für deine Ausführungen. Ich bedanke mich. Wir gucken mal weiter über deinen Platz. Ja, danke schön. Es gibt ein großes Gebäude auf dem Campingplatz. Dort sind untergebracht die Rezeption. Dann gibt es dort ein Restaurant mit Terrasse. Und im oberen Bereich gibt es die sanitären Anlagen. Das Restaurant im unteren Bereich ist am Abend geöffnet. Hier kann man dann was essen oder auch nur was trinken. Schön ist auch die Terrasse direkt vor dem Restaurant. Hier kann man natürlich auch essen und trinken. Dann gibt es noch an der Zufahrt zum Campingplatz einen Imbisswagen. Wer also schnell mal was auf die Faust möchte, der kann das hier bekommen. Hier kann man auch was trinken und man kann sich hier auch hinsetzen und hier direkt das dann verzehren. Vielleicht auch wichtig für den einen oder anderen, hier gibt es eine Slipanlage, also wer mit dem Boot kommt, kann hier slippen. Und es gibt hier auch so kleine Stege, wo man mit dem Boot anlegen kann. Im Campingplatz gibt es verschiedene Größe von Plätzen. Es gibt Plätze für Zelter, der vielleicht mit dem Motorrad kommt oder mit dem Fahrrad, der kann sich einen kleineren Platz nehmen. Die sind natürlich preiswerter, aber wer eben gerne einen großen Platz haben möchte, auch das ist hier möglich. Natürlich gibt es dann auch Preisunterschiede. Die Plätze, die direkt an der Mosel sind, die sind am teuersten. Die Preise entnehmt ihr bitte der Internetseite, weil sie sehr unterschiedlich hier sind. Die Preise für Wohnmobile hatten wir genannt. Wer dort steht, der zahlt 15 Euro. Jetzt ein bisschen was zur Umgebung. Was ein Muss ist, denke ich, das ist Cochem. Hier kann man gut mit dem Fahrrad hinfahren. Es gibt direkt an der Straße entlang einen Fahrradweg, den man dazu nutzen kann. Es sind circa 10 Kilometer, die man direkt an der Mosel dann zurücklegt. Viele werden das ja wissen, es gibt hier viele Ställe und Campingplätze an der Mosel, also hier findet man immer irgendeinen Platz, wo man unterkommt. Cochem ist eine kleine Kreisstadt mit ca. 5000 Einwohnern, in den Sommermonaten geprägt durch den Tourismus. Es gibt hier einige historische Gebäude, unter anderem die Reichsburg, die weit zu sehen ist, übers Land hinaus. Und es gibt natürlich auch in der Stadt noch einige Gebäude, die interessant sind. Hier in Cochem, da kann man sich lange aufhalten, also den ganzen Tag ohne Probleme, denn es gibt hier ganz viel anzuschauen. Man kann zum Beispiel hochfahren zum Pinneberg mit einer Sesselbahn und von dort oben hat man dann einen herrlichen Blick über die gesamte Landschaft. In den Sommermonaten ist hier natürlich logischerweise viel Betrieb, das ist auch ganz normal. Stört uns auch nicht weiter, aber wir haben schon einiges hier gesehen von Cochem, deshalb ist unser Aufenthalt hier kurz und wir fahren dann wieder zurück zum Campingplatz. Wer jetzt nicht mit dem Fahrrad nach Cochem reinfahren möchte oder kein Fahrrad hat, der kann hier vor der Stadt
parken und auch übernachten. Also wie ich gelesen habe, darf man hier auch eine Nacht stehen, ist allerdings kostenpflichtig, kostet glaube ich 11 Euro die Nacht. Es gibt aber keine Infrastruktur, das heißt keine End- und Versorgung, keinen Strom. Zurück zum Campingplatz. Hier an der Einfahrt befindet sich ja das große Gebäude, wo unter anderem auch die Rezeption und die Anmeldung untergebracht ist. In der Hauptsaison arbeitet die gesamte Familie hier mit auf dem Campingplatz und da findet man auch mal den Jüngsten der Familie hier in der Rezeption. So, jetzt sind wir in der Rezeption vom Camping Moselwunder und die gesamte Familie arbeitet hier mit und unter anderem auch der Junior. Stell dich mal kurz vor. Ich bin der Dirk Hackmann. Ja, hallo Dirk. Was machst du hier? Ich helfe hier so mit, ich erkläre den Leuten, was man hier so machen kann. Ja. Hier haben wir so einen Plan. Wir befinden uns gerade hier in der Rezeption. Dann gibt es dort eine Treppe nach oben. Ja. Dann sind da hier die Toilettenräume, Herrentoiletten, Herrenduschen, Ja. Damentoiletten, Damenduschen. Dort kann man das Geschirr waschen. Dann befindet sich auch noch eine Treppe, wo man nach unten gehen kann, zu Grauwasser und Chemieentsorgung. Ja, Wir haben schön. hier noch ein Schwimmbad, das öffnet 9 Uhr bis 20 Uhr. Mhm. Und Gaststätte. Genau. Die öffnet von 17 Uhr bis 20.30 Uhr. Mhm. Und Imbiss, die öffnet um 12.30 Uhr bis 17 Uhr. Wir haben hier noch beim Weißen die Müllentsorgung. Ja, das ist schön. Also so erklärst du das den Besuchern, die hier zum Platz kommen. Ja, dann haben wir noch Informationszettel. Ah ja. Bis 11.30 Uhr ist Auschecken. Und wir haben hier freies WLAN. Man Ach braucht so. kein Passwort dafür, nur mit E-Mail-Adresse oder WhatsApp-Nummer anmelden. Genau. Man kann bis 17 Uhr Brötchen bestellen und nächsten Tag 8 bis 10 Uhr abholen. Ja. Dann haben wir auch noch, was man hier in Pommern machen kann. Ah ja. 14 Winzer. Es ist die längste Südseite an der Mosel und Gaststätte Onkel Otto ist sehr beliebt hier. Aha, das ist ein Restaurant oder eine Gaststätte? Was ist es? Kann man auch essen dort? Ja, das ist ein Restaurant. Kann Das man essen. kann man essen, ja. Dann haben wir hier noch Sehenswürdigkeiten. Burg Els ist ganz schön hier. Oder Burg Kochen. Was man hier alles im Kochen machen kann. Ach so. Ja, okay. Das kriegen deine Gäste alles mit. Ja. Dann haben wir noch eine Masseurin, die an der Mosel massiert. Das ist hier auf dem Platz. Ja, das ist hier auf dem Platz. Ja, da ist hier, habe ich gesehen, so ein kleines Häuschen und da macht die Ja. das. Ja. Okay. Und da kann man sich einen Termin machen und dann kann man dort, bekommt man da eine Massage. Ja. Ah ja, schön. Ja, Dirk, dann sage ich Dankeschön für deine Ausführungen und mach weiter so. Danke. Tschüss. Tschüss. Das möchte ich noch ergänzen. Natürlich gibt es hier auch für Menschen mit Handicap einen Sanitärbereich und es gibt auch Waschmaschinen und Trockner auf diesem Platz. Den Chef sieht man immer wieder mit dem Fahrrad auf dem Platz. Er schaut nach dem Rechten und erfüllt immer Wünsche seiner Gäste auf dem Platz. Jetzt in der Ferienzeit sind natürlich viele Kinder hier. Es gibt einen Kinderspielplatz, der gerne genutzt wird. Und was natürlich ganz toll ist hier für die Kinder, das ist der Pool. Der wird natürlich auch ausgiebig hier, nicht nur von den Kindern, auch von den Erwachsenen genutzt. Man kann auch in der Mosel baden. Man muss natürlich nur daran denken, dass die Mosel eine Strömung hat. Und man muss natürlich auch die Schifffahrt berücksichtigen. Ich habe hier nicht nur Kinder im Wasser gesehen oder in der Mosel gesehen, sondern auch Erwachsene, die hier geschwommen sind. Also scheint es kein Problem zu sein. Ich war nicht hier in der Mosel schwimmen, ich war im Pool, hat mir auch gut gefallen. Ein Platz am Wasser, in diesem Fall am Fluss, an der Mosel, ist immer wieder interessant. Man kann hier die Schifffahrt beobachten, auch wenn man dann hier am Abend sitzt und noch seinen Wein trinkt. Schön und interessant. Aber auch die Atmosphäre am Pool bzw. auf der Terrasse vom Restaurant hat was am Abend. Auch wenn wir hier einen gastronomischen Betrieb haben, war es hier in der Nacht immer ruhig. Der Campingplatz liegt ja an dem Ort Pommern. Und da gibt es eine Bahnstation, die ist nur wenige 100 Meter entfernt vom Campingplatz. Von hier aus hat man die Möglichkeit, Richtung Koblenz oder auch Richtung Trier mit dieser Bahn zu fahren. Die Bahnlinie verläuft ja nicht weit entfernt vom Campingplatz. Wir haben in der Nacht nichts davon gehört. Am Tage konnte man schon mal einen Güterzug hören, der dann vorbeiratterte.
Wir waren 2 Nächte auf dem Campingplatz Moselwunder. Uns hat's gefallen, war alles okay für uns. Gern wären wir noch einige Tage länger geblieben, wenn es bei uns gepasst hätte. Beim Auschecken haben wir dann noch mit der Tochter des Inhabers gesprochen und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, du sitzt hier an der Rezeption bei eurem Campingplatz. Erzähl ihm, wie ist dein Name? Mein Name ist Sophie. Sophie, du sitzt hier an der Rezeption. Aber du arbeitest nicht richtig hier, sondern du gehst noch zur Schule? Ja, ich gehe zur Uni. Also ich helfe jetzt immer, wenn ich Semesterferien habe, aus und ja, dann bin ich hier. Dann bist du hier auf dem Campingplatz und unterstützt die Familie. Ja. Ja, wunderbar. Danke dir. Bitte. Ja, darauf muss ich noch hinweisen, Hunde sind hier erlaubt. Das soll es mal wieder gewesen sein. Ich sage euch mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.